In diesem Video erzähle ich Ihnen von dem Fall Jessica Camilleri, einer jungen Frau aus Sydney, Australien, die in der Nacht zum Samstag, dem 20. Juli 2019, mit 7 Küchenmessern den Schädel ihrer Mutter durchbohrte, sie enthauptete und ihren Kopf auf den Rasen eines Nachbarhauses warf. Jessica Camilleri war die jüngste Tochter von Rita und Vince Camilleri, einem Paar australisch-maltesischer Herkunft. Ihre ältere Schwester hieß Christy, und im Gegensatz zu ihr wurde Jessica mit einigen psychischen Störungen geboren. Einfach ausgedrückt gehörte sie zu dem kleinen Prozentsatz der Bevölkerung des Landes, der eine leichte Form von geistiger Behinderung aufwies. In der Regel lernen Menschen mit einer solchen Form der geistigen Behinderung die Sprache erst spät. Dies wirkt sich letztendlich auf so wichtige Fähigkeiten wie Lesen, Schreiben und Rechnen aus. Dennoch sind diese Menschen in der Lage zu sprechen und ihre Gedanken im Alltag auszudrücken. Jessica selbst erlernte die für uns selbstverständlichen Fähigkeiten wie Laufen, Sprechen und Orientierung im Raum relativ spät. Aus diesem Grund wurde sie in der Schule in eine Klasse mit viel jüngeren Kindern eingeteilt. Infolgedessen wurde sie sofort mit Spott und Hänseleien ihrer tatsächlichen Altersgenossen konfrontiert. Zum Glück für Jessica lernte sie irgendwann mit Stress und Ängsten umzugehen. Allerdings wählte sie dafür nicht den besten Weg, denn sie tat dies ausschließlich mit Hilfe ihrer Wut. In diesem Zusammenhang entwickelte sie eine sogenannte periodisch-explosive Störung, die durch plötzliche und regelmäßige Episoden impulsiven und aggressiven Verhaltens gekennzeichnet ist. Normalerweise tritt eine solche Störung in den ersten Lebensjahren auf und verstärkt sich in der Pubertät und im frühen Jugendalter. Und was nicht weniger wichtig ist, sie ist nicht immer eine Folge äußerer Faktoren. Manchmal wird ihr Auftreten auch mit Dingen wie Serotoninmangel in Verbindung gebracht. Auf jeden Fall begann Jessica irgendwann, andere Schüler und sogar Lehrer anzugreifen. Einmal biss sie sogar einen ihrer Klassenkameraden und versuchte, ihm die Zähne auszuschlagen. Daraufhin wurde Jessica vom Unterricht suspendiert und ihre Mutter musste ihre Arbeit aufgeben, um sich um sie zu kümmern. Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass Jessica zusätzlich zu ihrer geistigen Behinderung und den bereits erwähnten Störungen an einer Aufmerksamkeitsdefizitstörung litt, einer Erkrankung, von der Millionen von Kindern und Erwachsenen weltweit betroffen sind. Darüber hinaus wurde bei ihr eine bipolare Störung, schwere Paranoia, Depressionen und Angstzustände diagnostiziert. Darüber hinaus litt Jessica an einer Autismus-Spektrum-Störung, die zu einer Gruppe von neurologischen Erkrankungen gehört, die ebenfalls einen starken negativen Einfluss auf ihr Verhalten hatten. Infolgedessen kam es bei ihr zu ziemlich schweren Störungen in der Wahrnehmung ihrer Umgebung. Im Grunde genommen hinderte sie der Autismus daran, selbst die einfachsten Alltagsaufgaben zu erledigen, wie zum Beispiel Einkaufen oder Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Außerdem war Jessica von bestimmten Dingen besessen, insbesondere von Zahlen. So hatte sie beispielsweise mehrere Lieblingszahlen: 2, 3 und 5. Gleichzeitig verband sie diese immer mit ihren Lieblingsfarben. So war die Zahl 2 für sie mit der Farbe Gelb verbunden, die 3 mit Grün und die 5 mit Violett. Jessica liebte es, diese Zahlen zu wiederholen oder daraus zufällige Telefonnummern zu bilden, die sie dann wählte. Einmal rief sie bei einer ihr völlig unbekannten Familie aus Bangladesch an. Ihre Telefonnummer gefiel ihr so gut, dass sie mindestens 100 Mal am Tag dort anrief. Einige Zeit später, im Jahr 2018, begann Jessica, Mitarbeiter einer Fleischfabrik in Daylesford, Großbritannien, anzurufen. Irgendwann ging sie sogar so weit, dass sie der Familie des Chefs dieser Firma, in den sie, wie sie glaubte, verliebt war, Drohungen aussprach. Jessica sagte, dass sie eines Tages zu ihnen nach Hause kommen würde, um ihnen mit einer Kettensäge die Köpfe abzuschneiden und sie in die Toilette zu spülen. Darüber hinaus hatte sie noch eine weitere obsessive Leidenschaft. Jessica verbrachte fast ihre gesamte Freizeit damit, Horrorfilme anzuschauen. Besonders faszinierten sie Filme wie Saw, Jeepers Creepers und natürlich The Texas Chainsaw Massacre. Soweit ich weiß, drehte sich die Handlung des letzten Films um eine Gruppe junger Leute aus dem amerikanischen Bundesstaat Texas, die von kannibalistischen Mördern mit Kettensägen verfolgt wurden. Wegen der beispiellosen Aggressivität wurde Texas Chainsaw Massacre in mehreren Ländern verboten, darunter auch in Jessicas Heimat Australien. Das hielt sie jedoch nie davon ab, sich den Film anzusehen. Zum Zeitpunkt der Hauptereignisse lebten Jessica und ihre Mutter Rita bereits zu zweit in einem Haus in einem Vorort von Sydney. Nach den vorliegenden Informationen hatte sich ihr Vater von ihrer Mutter scheiden lassen, als sie noch ein Teenager war.
Einer der Hauptgründe für ihre Trennung waren offenbar die ständigen Verhaltensprobleme ihrer jüngsten Tochter. Trotz ihres recht geringen Selbstwertgefühls zeigte Jessica stets starke narzisstische Züge. Wahrscheinlich glaubte sie tief in ihrem Inneren immer an ihre Einzigartigkeit und war der Meinung, dass sie eine besondere Behandlung durch ihre Mitmenschen verdiene. Gleichzeitig war sich Jessica ihrer Unzulänglichkeiten bewusst, manipulierte daher häufig andere Menschen und war eine egozentrische junge Frau. Allerdings zeigte sich dies in der Regel nur gegenüber ihrer Mutter. Rita wiederum hatte nie etwas gegen das Verhalten ihrer Tochter einzuwenden. Nach Angaben des Australian Institute of Health and Social Affairs gab zwischen Juli 2017 und Juni 2019 jeder 5. Einwohner des Landes an einer psychischen oder Verhaltensstörung zu leiden. Die Liste dieser Erkrankungen umfasst verschiedene klinisch diagnostizierte Störungen, die die kognitiven, emotionalen und sozialen Fähigkeiten des Menschen beeinträchtigen. In der Regel handelt es sich dabei um ein recht breites Spektrum von Erkrankungen wie Depressionen, Angstzustände, bipolare Störungen und Schizophrenie. All diese Störungen haben einen erheblichen Einfluss auf die Emotionen des Menschen und seine Fähigkeit, mit seiner Umgebung zu interagieren. Dabei ist bekannt, dass all diese psychischen Erkrankungen nicht nur den Betroffenen selbst, sondern auch alle Mitglieder seiner Familie beeinträchtigen. Um etwas vorzugreifen, sei angemerkt, dass die Tragödie, die sich in der Nacht zum 20. Juli 2019 ereignete, bei weitem kein Einzelfall war. Etwa 6 Jahre bevor eines der Mitglieder der Familie Camilleri ein tödliches Schicksal ereilte, hatte Jessica bereits eine Reihe von Übergriffen auf Fremde verübt. Außerdem hatte sie bereits in der Vergangenheit ihre Tante und die Schwiegermutter ihrer Schwester angegriffen und beide Frauen an den Haaren gepackt. Allerdings kam sie nie ins Gefängnis. Sie wurde immer wieder in die Hände des einzigen Menschen zurückgebracht, der sie ertragen konnte. Abgesehen von diesen Vorfällen verhielt sich Jessica oft aggressiv gegenüber anderen Frauen, die ihr begegneten. Die 12-Jährige hatte immer das Gefühl, dass die Menschen in ihrer Umgebung auf sie herabblickten, was ihr Selbstvertrauen beeinträchtigte. Einmal wurde Jessica sogar vom Arzttermin ausgeschlossen, weil sie sich gegenüber einer anderen Patientin aggressiv verhalten hatte. Kurz nach diesem Vorfall wurde sie in die psychiatrische Abteilung eines australischen Krankenhauses eingewiesen. Dort begann sie, neue Antipsychotika einzunehmen. Dank dieser Medikamente verbesserte sich ihr Zustand deutlich. Ende 2018, etwa 6 Monate vor der Tat, setzte Jessica jedoch die Medikamente ab und begann, natürliche Produkte zur Bekämpfung ihrer Beschwerden zu verwenden. In ihrer Verzweiflung wandte sich ihre Mutter Rita sogar an einen Medium, um den Dämon, der in ihr lebte, auszutreiben. Zu diesem Zeitpunkt hatten Verwandte und Freunde der Frau sie bereits mehrmals vor den Gefahren des Zusammenlebens mit Jessica gewarnt, aber aus irgendeinem Grund war sie immer davon überzeugt, dass ihre Tochter ihr niemals etwas antun würde. Laut ihrer älteren Tochter Christy hatte ihre Mutter ein Herz aus Gold. Sie stellte die Interessen anderer immer über ihre eigenen. Ritas Schwester Mary Hill bestätigte ebenfalls Ritas bedingungslose Liebe zu Jessica. Später erinnerte sich die Frau immer wieder daran, wie oft sie mit ihrer Schwester gesprochen hatte, weil sie sich aufrichtig Sorgen machte, dass Jessica ihr eines Tages etwas antun würde. Insbesondere hatte Rita ihren Rat nur einen Tag vor dem tatsächlichen Angriff nicht befolgt. An diesem schicksalhaften Tag, dem 20. Juli 2019, beschloss Jessica aus irgendeinem Grund, dass ihre Mutter sie vor einem Mann gedemütigt hatte, der gerade an ihnen auf dem Parkplatz vorbeigegangen war. Kurz darauf kehrten sie nach Hause zurück und Jessica bat ihre Mutter, noch eine Portion Essen aus ihrem Lieblingsrestaurant zu bestellen. Rita lehnte ab, woraufhin Jessica begann, selbst die Nummer zu wählen. Sie tat dies 3-mal. Das erste Mal um 21:18 Uhr, das zweite Mal um 21:20 Uhr und schließlich das dritte Mal um 21:21 Uhr. Danach bat Jessica ihre Mutter, ihren behandelnden Arzt zu rufen. Rita willigte ein, aber sobald er das Zimmer betrat, stürzte sich Jessica buchstäblich auf ihn. Er rannte sofort aus dem Haus und eilte zu seinem Auto, um so schnell wie möglich wegzufahren. Besorgt beschloss Rita, den Rettungsdienst anzurufen und darum zu bitten, Jessica in eine psychiatrische Klinik zu bringen. Als sie davon erfuhr, packte die junge Frau ihre 75-jährige Mutter an den Haaren und zerrte sie mit Gewalt in die Küche. Mit 7 verschiedenen Küchenmessern, von denen 4 schließlich zerbrachen, fügte Jessica ihrer Mutter eine unvorstellbare Anzahl von Stichen in Kopf und Hals zu.
Die anschließende Obduktion der Leiche von Rita durch einen Gerichtsmediziner ergab, dass sie an mehreren Stichwunden gestorben war, die zu einer Trennung ihres Kopfes vom oberen Halsbereich geführt hatten. Gleichzeitig wurden weitere Verletzungen am Körper des Opfers festgestellt. Einige davon waren eindeutig Abwehrverletzungen, was darauf hindeutete, dass sie trotz der starken Schmerzen und des Schocks bei Bewusstsein war und um ihr Leben kämpfte. Nach der Tat rief Jessica selbst die Polizei und gestand, dass sie gerade ihre Mutter getötet und deren Kopf auf den Rasen des Nachbarhauses geworfen hatte. Ihren Angaben zufolge habe sie dies nur aus Notwehr getan. Sie behauptete, Rita habe sie an den Haaren gepackt und dann in die Küche gezogen, um sie zu erstechen. Als die Polizei am Tatort eintraf, stand Jessica bereits in blutbefleckter Kleidung auf der Straße und hielt eine Wasserflasche in der Hand. Nach Angaben der Polizei zeigte sie keine sichtbaren Anzeichen von Reue. Sie war nur besorgt darüber, was mit ihr geschehen würde, und stellte völlig verwirrte Fragen. Insbesondere fragte sie die Polizisten und später auch die Kriminalbeamten, die ebenfalls am Tatort eintrafen, ob sie ihre Mutter retten könnten. Man hatte den Eindruck, dass sie glaubte, manche Ärzte könnten Wunder vollbringen und sogar Köpfe wieder annähen, um Menschen wieder zum Leben zu erwecken. Außerdem fragte sie die Polizisten, ob sie wegen des Mordes an ihrer Mutter zum Tode verurteilt werden würde. Als einer der Polizisten ihr antwortete, dass es in Australien keine Todesstrafe gebe, entgegnete Jessica, dass sie sich dann keine Sorgen zu machen brauche. Später gestand sie auch, dass ihr die Idee, ihre Mutter, die einzige Person, die sich aufrichtig um ihr Wohlergehen sorgte, zu enthaupten, nach dem erneuten Anschauen der Horrorfilme gekommen war, die sie so sehr liebte. Soweit mir bekannt ist, wurde der größte Teil von Jessicas Gespräch mit den Polizeibeamten von einem Polizeibeamten namens Anthony D'Agostino auf Video aufgezeichnet, der kurz vor Mitternacht am Tatort eintraf. Er war jedoch bei weitem nicht der Einzige, der das Gesehene als das schrecklichste Ereignis seines Lebens bezeichnete. Am Tag nach dem Vorfall wurde Jessica in Begleitung ihres Anwalts vor Gericht gebracht. Erstaunlicherweise versuchte sie nicht, einen Antrag auf Freilassung gegen Kaution zu stellen. Möglicherweise wusste sie jedoch einfach nicht, dass es ein solches Verfahren gibt. Nach einer kurzen Verhandlung, in der vor allem die Verteidigung Jessicas zahlreiche Krankheiten als mildernde Umstände geltend machte, wurde sie dennoch des Totschlags für schuldig befunden. Anfang 2021 wurde Jessica, die zu diesem Zeitpunkt bereits 27 Jahre alt war, zu der höchstmöglichen Strafe verurteilt, einer Freiheitsstrafe von 21 Jahren und 7 Monaten. Es wurde davon ausgegangen, dass sie erst im September 2035 einen Antrag auf vorzeitige Entlassung auf Bewährung stellen könnte. Nach der Urteilsverkündung erklärte Staatsanwalt Tony McCarthy, dass seiner Meinung nach der brutale Mord an Rita Camilleri eine Art Höhepunkt der Aggression war, die ihre Tochter die ganze Zeit über gezeigt hatte. Außerdem wies er darauf hin, dass Jessica laut dem Gutachten eines Gerichtspsychologen im Falle einer Freilassung mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut straffällig werden würde. Einfach ausgedrückt war McCarthy der Ansicht, dass sie nach ihrer Freilassung eine ständige Gefahr für die Gesellschaft darstellen würde. Jessicas ältere Schwester Christy war von den Geschehnissen zutiefst schockiert. Die Frau behauptete, Jessica habe ihre Mutter ermordet, als wäre es eine Kleinigkeit gewesen und dass sie ihr niemals vergeben werde, was sie getan habe. Die bereits erwähnte Schwester von Rita, Mary, erklärte, dass sie trotz allem dafür beten werde, dass ihre Nichte die dringend benötigte medizinische Hilfe bekomme. Richterin Wilson berichtete ihrerseits von den Schwierigkeiten, mit denen sie bei der Auswahl der Geschworenen konfrontiert war. Ihr zufolge hätten viele potenzielle Kandidaten die Teilnahme am Prozess gegen Jessica Camilleri einfach abgelehnt. Darüber hinaus behauptete Richterin Wilson, dass dieses Verbrechen der schwerste Fall von fahrlässiger Tötung sei, den das Gericht jemals verhandelt habe. Jessicas Anwalt Nathan Still erklärte seinerseits, dass seine Mandantin bereits Reue für ihre Tat gezeigt habe, indem sie einen Brief an die übrigen Mitglieder ihrer Familie geschrieben habe. Insbesondere habe Jessica gestanden, dass ihre Mutter sie nie angegriffen habe und dass sie sich ihrer Verantwortung voll und ganz bewusst sei. Entgegen dieser Aussage erklärte einer der Psychiater, der Jessicas psychischen Zustand untersucht hatte, dass sie aus verschiedenen Gründen nicht in der Lage sei, Gefühle wie Reue zu empfinden. Seinen Angaben zufolge zeigte sie während der Untersuchung insgesamt keine sichtbaren Emotionen. Darüber hinaus wurden laut seinem Gutachten bei Jessica keine eindeutigen Anzeichen von Schizophrenie
sowie keine akustischen oder visuellen Halluzinationen festgestellt. Mit anderen Worten, als sie ihre Mutter angriff, befand sie sich höchstwahrscheinlich in einem relativ stabilen psychischen Zustand. In dem offiziellen psychiatrischen Gutachten hieß es auch, dass Jessica nur dann mit allen möglichen Risikofaktoren fertig werden könne, wenn sie einen umfassenden Plan zur Unterstützung ihrer psychischen Gesundheit einhalte. Lange vor der Verkündung des endgültigen Urteils wurde Jessica in eine der strengsten Abteilungen der Frauenhaftanstalt Silverwater zwischen dem Parramatta River und dem Olympic Park in Sydney verlegt. Nach vorliegenden Informationen konnten in dieser Abteilung mit mittlerer und strenger Sicherheitsstufe etwa 400 Frauen untergebracht werden, die wegen schwerster Verbrechen verurteilt worden waren. In der Regel benötigten einige von ihnen ständige medizinische Versorgung und Schutz vor anderen Insassen. Insgesamt verbrachten die Insassen in Silverwater mehr als 20 Stunden pro Tag in ihrer Zelle. In erster Linie hing alles davon ab, wie sich die Verurteilten nach ihrer Inhaftierung verhielten. In der Frauenabteilung dieser Strafvollzugsanstalt gab es auch mehrere Spezialabteilungen, in denen Insassen mit verschiedenen psychischen Störungen und suizidalen Neigungen untergebracht waren. Was Jessica betrifft, so wurde sie nach ihrer Inhaftierung als Straftäterin eingestuft, die besondere Aufmerksamkeit bedurfte. Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass die junge Frau nach ihrer Inhaftierung in eine Reihe von Vorfällen verwickelt war, die mit körperlicher Gewalt gegen andere Häftlinge verbunden waren. Anfang September 2019, nur 2 Monate nach ihrer Ankunft in Silverwater, warf Jessica einer anderen Insassin eine Tasse mit heißem Tee an den Kopf. Soweit mir bekannt ist, geschah dies aufgrund von Meinungsverschiedenheiten über das Essen, das im Gefängnis verkauft wurde. Am nächsten Tag wurde sie erneut wegen eines Angriffs auf eine andere Insassin angeklagt und sogar vor einem örtlichen Gericht verurteilt. Eine Strafe für dieses Vergehen wurde ihr jedoch nie auferlegt. Im November desselben Jahres widersetzte sich Jessica einer Anweisung eines Gefängnisbeamten und beschädigte im Juli 2020 örtliches Eigentum. Schließlich wurden ihr rund 200 australische Dollar als eine Art Entschädigung auferlegt. Einer ihrer Übergriffe im November 2020 führte dazu, dass ihr für eine Woche der Ausgang aus ihrer Zelle verboten wurde. Einige Zeit später, nämlich im Januar 2021, wurde sie wegen eines weiteren Angriffs verurteilt. Es ist wichtig zu erwähnen, dass Jessica nach jeder dieser Auseinandersetzungen behauptete, ihre Interessen verteidigt zu haben. Ihren Angaben zufolge versuchten andere Insassen, ihr Leben zur Hölle zu machen, egal was sie tat und wohin sie ging. Darüber hinaus sagte Jessica, dass das Gefängnis nichts mit ihrem gewohnten Leben zu tun habe und dass die Haft für sie eine echte Tortur sei. Nach Angaben desselben australischen Instituts für Gesundheit und Soziales wurden im Jahr 2019 bei etwa 40% der australischen Häftlinge verschiedene psychische Erkrankungen diagnostiziert. Anderen öffentlichen Statistiken zufolge hatte etwa jeder 5. mit psychischen Erkrankungen mindestens einmal in seinem Leben mit dem lokalen Strafrechtssystem zu tun. Natürlich gibt es keinen direkten kausalen Zusammenhang zwischen der psychischen Gesundheit eines Menschen und seiner Bereitschaft, eine Straftat zu begehen. Diese Statistik zeigt jedoch deutlich, dass zu verschiedenen Zeiten eine große Anzahl von Menschen in australischen Gefängnissen inhaftiert war, die bereits lange vor ihrer Inhaftierung an psychischen Erkrankungen litten. Gleichzeitig zeigten ähnliche Studien, dass Menschen, bei denen auch nur die geringsten Symptome einer bipolaren Störung festgestellt wurden, häufiger unter starken Angstzuständen und Stress litten. All dies erhöhte letztendlich das Risiko, dass sie eines Tages eine Straftat begehen könnten. Wie dem auch sei, das Gefängnisumfeld wirkte sich tatsächlich negativ auf den psychischen Zustand der Insassen aus, bei denen bereits psychische Probleme diagnostiziert worden waren. Dies hing in erster Linie mit realen Faktoren zusammen, wie der ständigen Gefahr körperlicher Aggression und Gewalt durch andere Insassen und das Gefängnispersonal. Nun, damit kommt die heutige Geschichte wohl zu ihrem logischen Ende. Jessica Camilleri enthauptete ihre Mutter, weil diese ihr aufrichtig helfen wollte, ihre psychischen Probleme zu bewältigen. Jessica wurde in der Schule ständig wegen ihrer kognitiven Entwicklungsverzögerung und der daraus resultierenden Unfähigkeit zu lernen gedemütigt. Schließlich fand sie Zuflucht in Wut und Hass. Gleichzeitig entwickelte sie systematisch ein ungesundes und aggressives Verhalten, das zu einer Art Schutzreaktion wurde. Jessica zeigte es jedes Mal, wenn sie sich bedroht fühlte.
Dabei konnte sie sogar einen einfachen Blick eines Fremden oder die Weigerung ihrer Mutter, ihr eine zusätzliche Portion Essen zu bestellen, als Bedrohung empfinden. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.